damit hallo und herzlich willkommen in diesem neuen Video. Mein Name ist Florian, aka Zyrael von cyraelpiano.de, und im heutigen Video möchte ich euch mal zeigen, wie ihr diese Melodie, die ich eben gespielt habe, auf dem Klavier spielen könnt mit nur 3 Akkorden, die wir brauchen. Also im Prinzip geht es in dem Video darum, wie man eigentlich mit nur 3 Akkorden und generell wenigen Tönen schon eine sehr schöne Melodie auf dem Klavier spielen kann. Und es soll auch wieder zeigen euch, dass wir wirklich nicht viel brauchen, dass wir keine wilden, großen Stücke und sonst was auswendig lernen müssen, sondern mit einfachsten Techniken auf dem Klavier hier eine wunderschöne Melodie spielen können und dass es auch jeder kann. Also jeder kann das hier in kürzester Zeit lernen und entsprechend dann auf dem Klavier spielen. Wenn ihr mehr Interesse habt an meinem Content und an solchem Content generell, schaut mal unten in der Videobeschreibung, da findet ihr meinen kostenlosen Piano-Crash-Kurs. Einfach einschreiben, da zeige ich euch innerhalb von 10 Lektionen völlig kostenlos, wie ihr in einfachen Schritten das Klavierspielen und die Grundlagen des Klavierspielens erlernen könnt. Und worum geht's? Also, wir spielen auf der linken Hand 3 Akkorde und die rechte Hand spielt eigentlich nur 2 Töne. Ich will das jetzt mal man könnte es natürlich noch viel, viel weiter spielen und viel, viel größer machen, aber für dieses Video will ich es mal so einfach wie möglich halten, um euch, wie gesagt, zu zeigen, was mit ganz, ganz wenigen Tönen möglich ist. Wie gut auch ganz wenige Töne klingen können. Und deswegen spielen wir auf der rechten Hand eigentlich wirklich nur hier das A und das B und die linke Hand spielt die Akkorde. Okay, also, ich zeige euch erstmal die Akkorde, die wir brauchen, und dann zeige ich euch, wie wir das Ganze spielen. Also, wir brauchen auf der linken Hand erst einmal, ich spiele es mal weiter oben, dann klingt es erstmal ein bisschen besser noch. Also, wir brauchen hier, das ist Dis-Dur, der Dis-Dur-Akkord, D, G und hier oben das B. Dann brauchen wir F-Dur, ja, F, A und C. Und zu guter Letzt G-Moll, G, B und D. Das sind die 3 Akkorde. Mehr brauchen wir nicht, ne? Die kann man erstmal üben. Ja, erstmal so anschlagen mit kleinem Finger, Mittelfinger, Daumen. Dass ihr erstmal die Akkorde hier habt, ne? Dass ihr das erstmal wisst. Fingerhaltung ist jetzt in dem Fall nicht so wichtig, weil wir werden das gleich noch anders spielen. Aber das sind erstmal die 3 Grundakkorde. Und was wir jetzt machen, wir nehmen immer den zweiten Ton und verlagern diesen nach oben. Also machen hier im Prinzip eine Akkordverlagerung. Und zwar, wenn wir jetzt hier mit Cis-Moll anfangen, mit Cis-Moll sage ich schon, mit Dis-Dur. Wenn wir mit Dis-Dur hier anfangen, nehmen wir jetzt also hier dieses G und verlagern es nach hier oben. Also wir spielen es einfach nicht hier unten, sondern spielen hier oben. So, jetzt können wir es natürlich nicht so verkrampfen, deswegen spielen wir den Akkord nicht zusammen, sondern nacheinander. So hier, ja? Das ist natürlich ein kleiner Sprung, das muss man erstmal üben. Aber wenn man das ein bisschen übt, langsam, ne? Also hier am besten mit kleinem Finger, Zeigefinger, Daumen, dann kriegt man das schon ganz gut hin. Einfach wirklich so lange üben, bis ihr das hier ohne Probleme so könnt. Und es ist immer noch derselbe Dis-Dur-Akkord, bloß wie gesagt, wir spielen jetzt hier das G hier oben. Ja. Das ist der erste Akkord. Der zweite Akkord, das war ja hier F-Dur, und jetzt spielen wir hier das A hier oben, ne? So hier, ne? Also nicht so, sondern, und auch wieder genau dasselbe. Ne? Also kleiner Finger, Zeigefinger, Daumen. Und der dritte Akkord, das war ja G-Moll. Und ihr könnt es euch denken, ne? Das B spielen wir jetzt hier oben. Okay? Okay, das auch wieder üben. Erstmal die Akkorde so anzuschlagen. Ja? Ich empfehle immer am Anfang wirklich ganz, ganz langsam üben und dann schneller werden. Wir spielen also Dis-Dur, F-Dur und dann G-Dur und dann nochmal F-Dur. Ja? Und dann geht es wieder von vorne los. Das ist die Folge. Ich nehme mal das Haltepedal mit dazu, dann hört man das schon ein bisschen so, wie das so klingen soll, ne? Dass die Töne zusammen klingen hier auch.
Nicht so abgehackt. Ja. Und so ist dann die Folge der Akkorde, ja. Oh, natürlich hier das G. Ja, und so kann man das natürlich immer so weiterspielen. Und du hörst, es klingt jetzt schon viel besser mit dem Haltepedal, da klingt das Ganze ein bisschen flüssiger. Und zwar immer, wenn ich einen Akkord wechsle, jetzt gehe ich kurz vom Haltepedal runter und direkt wieder drauf. Nur so als kleiner Tipp am Rande. Ja, und das ist es schon. Also mehr ist es nicht auf der linken Hand. Das sind die 3 Akkorde, die wir in dieser Kombination spielen. Die kannst du übrigens auch in anderen Kombinationen spielen, kannst dich da gerne mal ausprobieren. Für dieses Video, wie gesagt, ich wollte es ganz, ganz einfach machen. Hier dieses ganz einfache Muster mal zeigen. Ja, und auf der rechten Hand spielen wir jetzt einfach hier nur das A und das B. So, da können wir uns irgendein Muster, irgendwas ausdenken. Wir können es aber auch ganz einfach halten, dass wir zum Beispiel erstmal nur das B anschlagen und dann klingt das wie folgt. Ich verlagere das jetzt mal ein bisschen nach unten, also ich spiele das jetzt mal eine Oktave tiefer. Das sind ja immer noch dieselben Töne, einfach nur eine Oktave tiefer. Ne? So, und dann schlage ich zum Beispiel einfach mal nur das B auf der rechten Hand hier an. Ja, also es klingt ja schon nach was. Ich schlage nur einen Ton hier auf der rechten Hand an, auf der anderen Hand spiele ich einfach nur hier den Akkord. So, und wenn man jetzt natürlich hier noch ein bisschen mehr macht auf der rechten Hand, dann klingt das natürlich schon viel besser. Also, ja, du hörst, was da möglich ist. Ja, und das ist es im Prinzip schon. Jetzt kann man hier wirklich... Siehst du, jetzt habe ich hier mal noch das G mit dazu genommen, kann man auch machen. Ja, man nimmt das G noch, nimmt man diese 3 Töne. Also das ist es schon, ne? Das ist jetzt hier mal die kurze Übung, dieses kurze Muster für heute. Mehr soll es auch nicht sein. Wie gesagt, ich wollte euch einfach mal hier ein schönes kleines Muster geben, eine schöne kleine Melodie, die ihr spielen könnt und euch gleichzeitig zeigen, was alles möglich ist mit wenigsten Tönen. Und man muss gar nicht hier wild irgendwelche Noten und sonst was auswendig lernen. Es reichen kleine Muster zu verstehen, zu kennen und schon kann man richtig schöne Musik hier auf dem Klavier machen. Man muss natürlich noch ein bisschen üben, hier rechte und linke Hand zu koordinieren. Du kannst auch wirklich erstmal anfangen, nur die linke Hand und dann nur die rechte Hand. Gut, rechte Hand ist natürlich hier lachhaft. Aber also erstmal nur die linke Hand, dass du die wirklich gut drauf hast und dann machst du mal ganz langsam, ja, und fängst vielleicht erstmal an, nur einen Ton zu spielen. Probiert das mal aus und ihr werdet sehen, ja, was man wirklich für schöne Melodie am Klavier machen kann mit so einem ganz einfachen Muster. Also hier eine schöne Melodie mit nur 3 Akkorden und natürlich muss man ein bisschen wissen, wie man das Ganze spielt und den Rhythmus halten und so weiter. Ihr kennt's, aber trotzdem ist es auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne, einfache Übung, die jeder machen kann, auch wenn man noch nicht lange am Klavier sitzt. Ja, das war's dann für heute mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie immer gerne in die Kommentare euer Feedback und auch über einen Daumen nach oben würde ich mich freuen, wenn euch das Video gefallen hat. Ja, und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen, als euch noch eine wunderschöne Woche und viel Spaß, wie immer, beim Klavierspielen am Klavier. Ja, und ich hoffe, wir sehen uns dann auch in einem anderen YouTube-Video nochmal wieder. Bis dahin.